Hello, welcome to another Eagle 6 Airsoft video. Today I'm going to be doing the removal and reinstallation of the Socom M4 Sopmod CQB-R next generation recoil shock series front end, which is this section here through to there. So we'll be talking about taking off the RECCE, removing the inner barrel, and then removing the actual front end itself. Okay, so to start off with, we are going to remove the inner barrel and hop unit, simply because you don't have to, it's optional. You can remove the front end without doing that, but it's just easier and just looks a bit better. So we're going to start off by hammering out this pin. So just use an appropriate sized pin punch tool, just be decisive about it. If you want, you can use a insulation tape over the top of it. That'll prevent any marking of it. Then what we want to do is put your thumb here and then just lift the charge handle backwards, so it opens up the injection port there, and then push on the top slide at the same time, okay? And slide off the top. You can see here how on die so eine Wiesen- und Waldlandschaft ihnen zeigt. Was wir sehen, ist, dass die Mäuse zum Beispiel das sofort verstehen. Also zum Beispiel sofort, wenn sie ein Objekt sehen, das sie interessant finden, dahin laufen auf der Tretmühle oder sich umdrehen, wenn sie was verpasst haben und so. Das heißt, für die ist es sofort eine natürliche Umgebung. Der Affe sitzt im Zentrum und rennt mit einem Trackball durch die virtuelle Umgebung. Er benutzt also seine beiden Hände. Und natürlich müssen wir ihm nun etwas zu tun geben. Er kann sich zum Beispiel Felsen, Nüsse und Blumen ansehen. Eines dieser Objekte muss er einsammeln und bekommt dafür eine Belohnung. Ein Computerspiel für Tiere. Für jedes eingesammelte Objekt, vorausgesetzt es handelt sich um den richtigen Typ, gibt's eine Belohnung: süßen Zuckersaft. Nach einer Weile ändern die Wissenschaftlerinnen allerdings die Regeln des Spiels. Plötzlich werden andere Gegenstände belohnt. Die Frage ist, wie reagieren die Tiere auf die Regeländerung? Merken sie es? Ändern sie ihre Strategie? Sind sie sauer? Einer der größten Unterschiede ist, dass Mäuse, wenn sich eine Regel ändert, das relativ schnell mitkriegen, aber es nicht unbedingt schaffen, ihre Handlungen direkt anzupassen. Das heißt, wir sehen, dass sich das Verhalten der Mäuse direkt ändert und auch die Erwartung. Also zum Beispiel, sie gehen zu einem Objekt hin, das vorher belohnt war, jetzt aber nicht mehr belohnt ist und erwarten eigentlich schon keine Belohnung mehr. Also lecken zum Beispiel nicht, um die Belohnung zu bekommen, aber machen immer noch dasselbe. Das heißt, diese Einsichten in zum Beispiel, wie die Umwelt sich verhält, lassen sich, glaube ich, für Mäuse schwerer umsetzen als für Affen. Affen entscheiden sich relativ zügig für eine neue Strategie. Mäuse sind sich zwar der Regeländerung bewusst, passen aber nicht ihre Handlungen an. Ein Zeichen? Die Art, wie er mich Gabriella beschrieb, die private Telefonnummer und die Offenheit, all das fühlte sich persönlicher an, als es sein sollte. Zu Hause verbrachte ich den Nachmittag damit, Dominic Rosso gründlicher zu recherchieren, als ich wahrscheinlich hätte tun sollen. Das Internet war voller Informationen, die meisten davon vage und spekulativ. Er war 35, hatte vor 10 Jahren das Familienunternehmen von seinem Vater übernommen und war dafür bekannt, rücksichtslos, aber fair zu sein. Es gab Fotos von ihm bei verschiedenen Veranstaltungen, immer tadellos gekleidet, oft mit schönen Frauen an seinem Arm, von denen jedoch keine länger als ein paar Monate zu bleiben schien. Ich fand ein Interview mit einem lokalen Wirtschaftsmagazin, in dem er über die Modernisierung traditioneller Industrien und die Bedeutung von Loyalität sprach. Mein Vater glaubte an Angst,
Er sagte, ich glaube an Respekt. Angst macht Menschen gefügig. Respekt macht sie engagiert. Das ist ein Unterschied. Dieselbe Unterscheidung hatte er mir gegenüber in Bezug auf Überwachung und Schutz, in Bezug auf die Mafia und das Familienunternehmen getroffen. Dominic Russo schien viel Zeit damit zu verbringen, Grenzen zu ziehen, Unterschiede zu definieren und Nuancen in einer Welt zu schaffen, die dies wahrscheinlich nicht zu schätzen wusste. Um genau 19 Uhr klopfte es an meiner Tür. Ich warf einen letzten Blick in den Spiegel. Das Kleid war perfekt. Mein Haar war in sanften Wellen gestylt und ich hatte es geschafft, mich so zu schminken, dass ich gepflegt aussah, ohne mich wie in einem Kostüm zu fühlen. Und öffnete die Tür. Dominic stand da, in einem perfekt geschnittenen, anthrazitfarbenen Anzug, und ich spürte tatsächlich, wie mir der Atem stockte. Er sah umwerfend aus, mit seinen scharfen Konturen und seiner kontrollierten Kraft. Aber als er mich sah, war da etwas... Die gehen rein. So Karamellcreme drin und diese Nüsse oben drauf, diese Mandeln. Voll geil. Also, dass du sowas in einem Convenience Store, so einen geilen Donut kriegst. Ich werde es mir schmecken lassen und dann sage ich euch, was das Ganze gekostet hat und auch mein Fazit dann nochmal. Ich habe dafür gezahlt 1081 Yen für alles. Ich finde das voll fair. Ich werde jetzt verdauen, ein bisschen arbeiten und dann sehen wir uns beim Abendessen wieder. Und damit einen schönen guten Abend hier aus Tokio. Es ist mittlerweile, ich kann es kaum glauben, 22:49 Uhr und ich habe dazwischen noch gar nichts gegessen nach dem Mittagessen. Das liegt einerseits daran, dass ich gerade unterwegs war, mich mit Freunden getroffen habe, auch mit einer Gruppe von Japanern was trinken war. Ich trinke ja keinen Alkohol, ihr wisst Bescheid. Da ist es halt so, da hatten die auch was zu essen, aber ich konnte halt nur was trinken wegen diesem Selbstexperiment mit dem Convenience Store essen. Ich werde mir jetzt nochmal heute auch bei Family Mart was holen und dann werden wir das hier draußen essen. Meine Ausbeute, ein Klassiker, Family Mart Chicken. Dann habe ich so ein, was ich noch nie gegessen habe, so ein Pizzabrötchen. Eine Banane. Ja, es ist halt extrem viel Plastik, ne? Das fällt mir jetzt schon mal auf. Ein Proteinriegel, um irgendwie auf die Proteine zu kommen. 2 Eier, die ich zu Hause esse, die haben schon vorgekochte, harte Eier. Der Einkauf hat übrigens 1018 Yen gekostet. Man macht es hier so auf und dann kannst du es so essen. Schaut euch dieses Chicken an. Ich kenne es schon. Es ist einfach der Klassiker-Snack. Es ist einfach lecker. So, dann Pizzabrot. Es ist mega weich und Tomatensoße. Haut mich jetzt nicht um, aber ist ein gutes Ding. Dann, Leute, Proteinriegel. Irgendwie finde ich heute alles lecker. Vielleicht auch, weil ich Hunger habe. Die Banane und die Eier esse ich zu Hause. Und dann werde ich schlafen gehen und dann sehen wir uns wieder morgen zum zweiten Tag. Ja. Sehr gut. Rail is a part to clip into, so make sure that's lined up correctly with the top. Again, push it all the way to the end so it just stays out of the way there. Next we'll line up our ring with silver part. Okay, and then remember the spring goes on with I put it over the silver part to start with because it obviously has to sort of go around the edge of the inside edge of the ring there. So, but once it all pushes back on, it's sort of going to fall off there anyway. So, but just for the moment, we'll leave it like that. Next, castle ring. And then this is directional, this support spacer, so just to show you, it has to go around like that because you've got this small hole here for any front wiring. So because obviously it's the same receiver that's used on the Socom M4, which is front wired, so that's why it's a U shape. So that line's in there. There is a cut at the bottom of this barrel here, which lines up with a notch in there at the bottom of the receiver.
obviously the outer barrel here is recoil specific. So then we just drop our spacer in place. Notice how it's come in here from the right hand side of the gun. Then what we can do is just slide the lock and ring back over. For the moment we're just going to hand tighten this. Also notice how this silver piece is still in place from working on it earlier. We haven't touched this. Obviously if you lose that, they're cheap as chips to replace. It's just an aesthetics thing. So obviously when you refit in parts, go leftwards. It's a standard engine. Endlich. Der Superschurke war ein harter Brocken. Gute Nacht, Tiki. Schlaf gut, Marinette. Einen schönen guten Morgen allerseits. Heute ist der Tag der Helden. Ein Tag, an dem jeder von euch ein Held Tag sein der kann. Helden? Ein Held für einen Tag. Ich habe völlig vergessen, eine gute Tat für heute zu planen. Immerhin warst du die ganze Nacht wach und hast Paris gerettet. Reicht das etwa nicht? Nein, Tiki, das darf keiner wissen. Und das war Ladybugs gute Tat. Tag der Helden ist der Tag, an dem wir für die Allgemeinheit etwas Gutes tun. Komm jetzt, Tiki. Papa, Mama, heute ist der Tag der Helden. So wie jedes Jahr, mein Schatz. Hier für alle deine Klassenkameraden und jedes Macaron schmeckt anders. Das nenne ich eine gute Tat am Tag der Helden. Ihr seid meine Helden. Tag der Helden? Wir sind doch schon Helden. Komm, gehen wir zurück ins Bett. Black, musst du wirklich schon am frühen Morgen Käse essen? Der Fechtraum ist für 18:05 Uhr reserviert und um 18:35 Uhr ist der Chinesischunterricht, genauso wie du es wolltest. Und denk dran, bei der Heldengala der Agrest-Stiftung musst du anwesend sein. Ich denk dran, versprochen. Wenn das heute schief geht, Nathalie, kann ich mir das niemals verzeihen. Sie haben es ihrer Frau versprochen und für die Chance, sie zurückzuholen, schon so viel riskiert. Seit Monaten hat Lila einen unbändigen Zorn auf Ladybug. Egal, wo sie heute hinsieht, überall werden Bilder von Ladybug sein. Und wie Sie schon sagten, wird sie ihre Wut nicht im Zaum halten können. Ihr Plan ist perfekt, Monsieur. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Sie wissen, ich bin immer für Sie da. Es wird uns gelingen. Wir sind gespannt, was du seit unserem letzten Videochat